Der ist nicht schlecht. Der ist eher schwierig. Tore Hellström. Dich kriege ich auch noch. Verboten neu, verboten gut. Verbotene Liebe. Jetzt auch täglich in der App. Es wird Giselle das Herz brechen, wenn du sie meinetwegen verlässt. Es gibt ein Vollchaos. Wenn sowas passiert, dann kapiert man, wie schnell es vorbei sein kann, oder? Und dass man wegen so einem albernen Haschkriegskurs keine Welle machen muss. Was hat Dr. Mendes gesagt? Dass ich wahrscheinlich nie wieder laufen kann. Ich liebe Tore und egal was passiert, ich lasse ihn nicht im Stich. Das wird nicht leicht die nächste Zeit. Nein. Ihr hattet Streit. Ansgars Handy wurde in seinem Wagen geortet. Da, wo ich deinen Lahnsteinkuli gefunden habe. Sie wird nicht locker lassen. Es geht hier um ihren Vater, den ich vielleicht auf dem Gewissen habe. Scheiße, was hab ich denn da gemacht? Es geht hier um sehr viel mehr als dein Gewissen. Es geht um die Familie. Du kannst sie nicht im Stich lassen. Herr von Lahnstein, Sie stehen unter dem dringenden Verdacht, etwas mit dem Verschwinden Ihres Cousins zu tun zu haben. Sie sind vorläufig festgenommen. Jetzt komm schon, Frank. Ihr habt keine Ahnung, wo Ansgar steckt, aber haltet Sebastian erstmal auf Verdacht fest. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich weiß, du bist kein Mörder. Sobald wir ein Lebenszeichen von dem Vermissten haben, ist dein Bruder wieder auf freiem Fuß. Und du kannst dir sicher sein, dass wir auch seine Kontobewegungen überprüfen werden, um ihn ausfindig zu machen. Ansgar hat mir gegenüber quasi zugegeben, dass er Frieda mit den Schlafmitteln vergiftet hat. Und Sebastian hat das Rezept in der Suite gefunden. Das behauptet ihr doch bloß. Im Gegensatz zu dir hatte Ansgar überhaupt keinen Grund, dieser Hansen irgendetwas anzutun. Das ist absolut falsch, Kim, denn er wollte es mir in die Schuhe schieben. Und es gibt Beweise, dass er das Medikament gekauft hat. Wisst ihr, was ich glaube? Ansgar wollte sich absetzen. An ihrer Stelle würde ich mal die Bahnhöfe und die Flughäfen checken, Kommissar Henke. Tanja, ich glaube nicht, dass wir dem Herrn Kommissar erklären müssen, wie er seine Arbeit zu machen hat. Ich wollte nur helfen. Du hilfst mir aber am besten, wenn du dich jetzt um LCL kümmerst. Und bitte informier doch meinen Kollegen Hildebrand. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, wenn ich mich in diesem Fall selbst verteidige. Wir warten mit der Vernehmung noch, bis Ihr Anwalt anwesend ist. Ich muss Sie jetzt allerdings trotzdem bitten, mich aufs Präsidium zu begleiten. Tore? Ich kann auch später wiederkommen. Nein. Ich freue mich, dass du da bist. Ich wollte mich entschuldigen. Wofür? Ja, meine Reaktion nach der Diagnose war ein bisschen heftig. Es war ja auch eine heftige Diagnose. Da ist jede Reaktion verständlich. Aber ich weiß, dass das alles gut werden wird. Hat der Arzt was gesagt? Wirst du wieder laufen können? Nein, kein Arzt, keine Neuigkeiten. Ich meine uns. Du meinst uns im Sinne von uns? Ja, genau das meine ich. Ich habe an dich gedacht und ich hatte ein ganz klares Bild vor Augen. Und wie sah das aus? Ich glaube, dass die Ärzte ja keine Ahnung haben. Ich werde wieder laufen können, egal was die sagen. Tore, ich weiß nicht genau. Nein, Caro. Ich werde gegen diese Lähmung ankämpfen und ich werde diesen Kampf gewinnen. Und dann werde ich wieder gehen können und wir werden zusammen sein. Ich weiß das. Ja. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich verspreche dir, dass ich das Giselle sagen werde, sobald ich sie sehe, okay? Okay. Herr Hellström? Ich habe neue Erkenntnisse aus den Neuroscans gewonnen, die ich gerne mit Ihnen besprechen wollte. Siehst du? Kaum bist du da, gibt's neue Ergebnisse.
Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich verspreche auch, dass ich Sie nicht lange von Ihrem wohlverdienten Feierabend abhalten werde. Sie hätten sich direkt an mich wenden können, Frau Schumann. Ich bin es gewohnt, gegebenenfalls Informationen weiterzuleiten. Ja, das wäre auch gleich mein erster Vorschlag gewesen, dass wir in Zukunft regelmäßig Personaltreffen abhalten, wo jeder Anregungen oder Kritik an den Arbeitsabläufen einbringen kann. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir irgendetwas an den Arbeitsabläufen ändern sollten. Mensch, Justus. Jetzt hör dir doch erst mal an, was sie zu sagen hat, bevor du hier gleich wieder rummoserst. Es gibt immer was man besser machen kann. Wir reden hier von jahrelang eingeübten Arbeitsabläufen, die sich sehr gut bewährt haben. Ja, und alles läuft über Ihren Tisch, damit Sie Ihren Ernst Wilhelm drunter setzen können. Ich bin der Butler von Königsbrunn und damit verantwortlich für sämtliche Belange dieses Hauses. Selbstverständlich geht alles über meinen Tisch. Was denken Sie, was hier los wäre, wenn jeder machen würde, was er wollte? Quatsch, du bist eine Kontrollfreak. Das ist eine Dissidence. Es ist doch ganz normal, dass man in Haushalten von Zeit zu Zeit mal die Abläufe hinterfragt und prüft, ob man vielleicht irgendwas besser machen könnte. Hier läuft alles optimal ab, das kann ich Ihnen versichern. Und das wird auch so bleiben, solange ich hier das Sagen habe. Justus, du solltest zuhören, was Frau Schumann vorzuschlagen hat. Sie ist nämlich ein Organisationstalent. Sebastian hat mich ausdrücklich darum gebeten, dass ich Sie ins Boot hole. Kümmern Sie sich darum, dass er auf Kaution freikommt. Was soll das heißen, Haftprüfungstermin? Okay. Versuchen Sie es trotzdem. Ja. Die Höhe der Kaution spielt keine Rolle. Danke. Scheiße. Ach, Tanja, für uns müssen Sie doch kein Theater spielen. Wieso Theater? Die Rolle der rührend besorgten Gattin, die Sie vor Kommissar Hänke gegeben haben und jetzt hier vor dem Anwalt. Wir wissen, dass es bei dir und Sebastian gerade mal wieder ordentlich kriselt. Und ich denke, da kommt es dir ganz gelegen, dass er aus dem Weg ist und du als seine Stellvertreterin tun kannst, was du willst. Nicht, dass ich euch in irgendeiner Weise Rechenschaft schuldig wäre. Aber unser Streit war ein Missverständnis. Ansgar hat Frieda das Schlafmittel gegeben. Und ich werde alles tun, um Sebastian aus dem Knast zu holen. Gott, wäre das schön, wenn das die Wahrheit wäre. Ich habe gleich einen Termin mit den Schweizern wegen der Bankübernahme, das eurem Laden für die nächsten Jahre den Arsch retten soll. Danke für die Unterstellung. Ach, und noch was. Während ich gleich für euch die Kastanien aus dem Feuer hole, könntest du vielleicht für morgen Business Lunch organisieren? Wenn Sie Catering brauchen, empfehle ich Ihnen das Schneider. Nein, ich will die Orangerie. Wir wollen unseren Geschäftspartnern doch zeigen, dass die Lahnsteins eine respektable, harmonische Familie sind, mit der man gerne Geschäfte macht. Bitte, es ist wichtig. Kann ich auf euch zählen? Wäre es möglich, dass wir für 48 Stunden als Familie an einem Strang ziehen? Für Sebastian? Die bisherigen Diagnosen haben sich nicht ganz bestätigt. Bei Ihnen handelt es sich um einen inkompletten Querschnitt unterhalb von C5. Und was soll das sein? Das heißt, dass beim Sturz Ihr Rückenmark lediglich gequetscht wurde. Aber das ist gut, oder? Dann werde ich bald wieder laufen können. Bei einem inkompletten Querschnitt besteht immerhin die theoretische Möglichkeit, dass Ihre Beine ihre vollständige Beweglichkeit wiedererlangen. Hören Sie, Dr. Mendes, ich weiß einfach, dass es weggeht. Ich weiß, dass ich meine Beine wieder bewegen kann. Ich weiß, dass ich wieder laufen kann. Ich weiß das einfach. Ich wünsche es Ihnen. Normalerweise wird so ein Prozess psychologisch begleitet. Wir können Ihnen jemand zur Seite stellen. Ach, das ist doch kein Dauerzustand. Ich brauche doch niemanden, der mir sagt, dass ich ewig ein Krüppel bleiben werde. Erstmal sollten wir Ihnen zu einer gewissen Mobilität verhelfen. Was soll das heißen, eine gewisse Mobilität? Wir werden Ihnen einen Rollstuhl anpassen. Nein. Herr Hellström, Sie müssen sich bewegen. Zum einen, um das Thromboserisiko zu minimieren. Zum anderen ist es ein Weg zurück ins Leben. Nein. Bitte, Tore. Vielleicht kommst du bald hier raus. Wieder arbeiten. Versuch es wenigstens. Ich werde später noch mal nach Ihnen sehen und bringe einen Fachmann mit, der Ihren Rollstuhl anpasst. Bleiben Sie bei ihm. Sicher. Ah, sehr schön. Justus, gut, dass Sie kommen. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir bei den Blumenarrangements vielleicht mehr auf saisonale Blüten aus dem Schlossgarten zurückgreifen sollten. Wir haben bislang immer auf eine Liste zurückgegriffen, auf der die speziellen Vorlieben der Herrschaften vermerkt sind. Und ich denke, es wäre sinnvoll, auch in Zukunft so zu verfahren. Justus,
Kann es sein, dass Sie kein großer Freund von Neuerungen sind? Es tut mir leid, wenn ich den Eindruck erweckt habe, aus der Zeit gefallen zu sein. Aber das ist nun mal ein sehr traditionsreiches Haus. Und es ist meine Aufgabe, für das Wohlergehen der Bewohner zu sorgen. Ja. Und diese anspruchsvolle Aufgabe erledigen Sie mit absoluter Bravour. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich werde übrigens Ihre Vorschläge, wie wir den Service noch verbessern können, bei passender Gelegenheit wohlwollend prüfen. Nur bitte ich Sie bis dahin, sich langsam einzuarbeiten und den bisherigen Abläufen eine Chance zu geben. Wissen Sie, die bewähren sich unter anderem bereits seit Jahrzehnten. Justus, einen Moment noch, bitte. Als Gräfin Lahnstein mich eingestellt hat, da war es ihr ausdrücklicher Wunsch, dass ich mit frischem Blick auf die Dinge sehe und meine Ideen einbringe. Nun, hat Gräfin Elisabeth das so gesagt? Ja, genau so. Und darum werde ich auch weiterhin Änderungsvorschläge einbringen, wenn sie mir sinnvoll erscheinen. Nun, in dem Fall gilt selbstverständlich der Wunsch der Gräfin. Das freut mich, Justus. Ich möchte nämlich auf gar keinen Fall gegen Sie arbeiten. Und wissen Sie, ich glaube, wir werden irgendwann noch mal ein richtig gutes Team. Showtime. Meine Herren, ich habe Sie bereits erwartet. Alles ist vorbereitet. Vielen Dank, Gräfin. Ich hatte eigentlich erwartet, auch Sebastian von Lahnstein hier anzutreffen. Bitte nehmen Sie Platz. Sebastian bedauert es außerordentlich, dass er heute Abend nicht hier sein kann. Vielleicht haben Sie es bereits gehört. Ansgar von Lahnstein wird vermisst. Sebastian ist zur Stunde bei der Kripo, um die Sucharbeit zu unterstützen. Bitte? In der Presse war zu lesen, dass Graf Lahnstein mit dem Verschwinden seines Cousins in Verbindung gebracht wird. Das ist ein absurdes Gerücht. Wir haben bereits dementiert. Sie wissen doch, wie die Windhunde von der Presse so sind. Wenn man in diesem Land Erfolg hat und ein paar Euro verdient, wird man zu Freiwild. Ich verspreche Ihnen, Sebastian wird zur endgültigen Vertragsunterzeichnung hier sein. Übrigens, wir würden Sie gerne zu diesem Anlass morgen aufs Schloss einladen. Oh. Entschuldigung. Ich müsste ganz kurz daran gehen. Vielleicht blicken Sie derweil schon mal in den Vertrag? Hildebrand, wie lief das vorher mit Sebastian? Was? Es wird Anklage erhoben. Aber Sie kriegen ihn gegen Kaution frei. Fluchtgefahr, das ist totaler Blödsinn. Grüß du Zähnchen? Grüß du Zähnchen? Was ist los? Ach, Frau Schumann, Sie schickt der Himmel. Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Er will nicht schlafen. Oh, gut. Dann geben Sie mal her, den kleinen Terroristen. Oh, komm mal her, Schnullebacke. Was ist denn? Hm? Tut dir das Bäuchlein weh? Nee. Hm? Fieber hast du auch nicht? Siehst doch eigentlich ganz gut aus. Das Näschen, das ist ein bisschen rot. Vielleicht kriegt er ja einen Schnupfen. Stimmt, haben Sie recht. Wie immer. Und was machen wir jetzt? Was so eine Erkältung angeht, können Sie nur abwarten. Aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn er noch mal in die frische Luft kommt. Dann kann er nachher auch gut schlafen. So 1, 2 Runden um Block. Hey, Tommy. Hm? Tommy. Hm? Gehst du mal in die frische Luft, ja? Ja. Hast du aber ein Glück. Geht Frau Schumann noch eine Runde mit dir spazieren. Es liebt, dass Sie das machen. Kann ich noch mal schnell ins Bad? So, Ihre Limousine ist jetzt auf Ihre Körpermaße eingestellt. Vielleicht probieren Sie den Flitzer mal aus. Ich werde mich auf keinen Fall in dieses Ding setzen. So reagieren fast alle, aber am Ende ist das Ding Ihr bester Freund. Mein bester Freund. Mein bester Freund! Mein bester Freund, ja! Herr Hellström. Könnten Sie uns bitte kurz alleine lassen? Tore, das hier ist der Horror. Das ist ein Albtraum. Aber der hört vorerst nicht auf.
Und dieses Ding, das kann das alles vielleicht ein bisschen weniger grausam machen. Wir können rausgehen. In den Park oder runter zum Rhein. Caro, sag mir eins. Ja? Glaubst du dran? Glaubst du, dass ich wieder laufen können werde? Das hoffe ich doch. Aber ich weiß es nicht genau. Aber du hast gesagt, dass du kämpfen willst. Und wenn du jetzt hier liegen bleibst, dann wirkt das so, als würdest du aufgeben. Lass es uns wenigstens versuchen. Schakal. Ich hoffe, du lebst noch. Wer hätte gedacht, dass du eine sentimentale Ader hast? Perfekt. Bingo. Jetzt schicke ich dich auf eine lange Reise. Wahrscheinlich ist das meine gerechte Strafe. Wahrscheinlich habe ich es nicht besser verdient. Größe und Gewicht stimmen überein. Hier, Sie müssen sich die Haare anpassen lassen. Sein Reisepass, Kreditkarte und ein One-Way-Ticket nach Kanada. Sie fliegen heute Nacht. Okay, aber was ist mit der Kohle? Wie besprochen. Ein großzügiges Urlaubsgeld. Denken Sie dran, hinterlassen Sie Spuren. Gehen Sie an der Flughafenbar was trinken, kaufen Sie im Duty-Free-Shop ein. Zigarren, Single Malt. Keine Zigaretten, keine Zigarillos. Nur das, was auf der Liste steht. Und zahlen Sie alles mit der Kreditkarte. Bis Sie in Kanada angekommen sind und einen Wagen gemietet haben, muss man Sie für Ansgar von Lahnstein halten. Kriege ich hin. Sehr schön. Denn erst wenn sich Ihre Spur dort drüben nirgendwo aufgelöst hat, bekommen Sie die zweite Rate. Guten Flug wünsche ich Ihnen. Kim, was machst du so spät noch hier? Das kann ich dich auch fragen. Wer war das eigentlich? Muss ich dir Rechenschaft abgeben, mit wem ich abends noch ein Meeting habe? Ich bin die Geschäftsführerin. Und ich bin Ansgars Tochter. Ich werde herausfinden, was mit Ansgar passiert ist. Das solltest du nicht vergessen. Hey, Caro. Warst du bis jetzt per LCL? Ja, das Fitting mit Rebecca hat ewig gedauert. Tanja hat nach dir gefragt. Wo warst denn du? Mit Tore. Schon wieder? Gibt's was Neues? Sie haben ihm einen Rollstuhl angepasst. Das hat so was Endgültiges. Weil es wahrscheinlich endgültig ist.
Zuerst hat Tore noch geglaubt, dass das alles vorbeigeht, obwohl Dr. Mendes sich ganz klar ausgedrückt hat. Aber dann... Was dann? Ich glaube, als er den Rollstuhl gesehen hat, da hat er aufgehört, an Wunder zu glauben. Das war schrecklich. Und ich war nicht da, weil ich bei diesem dämlichen Fitting war. Giselle, hör zu. Das ist noch nicht alles. Tore und ich. Ach, vergiss es. Was? Was soll ich vergessen? Nichts. Caro, du bist meine Schwester und irgendwas ist. Du verheimlichst mir was. Jetzt red mit mir, verdammt nochmal. Tore hat total seltsam reagiert. Auf was? Auf den Rollstuhl? Meinst du nicht, da würde jeder seltsam reagieren? Ja, schon, aber... Noch ein Gin Tonic, bitte. Oder nein, mach gleich 2, okay? Als er sich in den Rollstuhl gesetzt hat, da hat er was gesagt, das irgendwie nicht passte. Ey, Toro, wie viel Gin Tonic hattest du? Weiß nicht, nach dem 5. habe ich aufgehört zu zählen. Also sollst du echt nicht mehr mit dem Wagen fahren. Die paar Meter bis Brooklyn werde ich immer noch schaffen. Alter, bist du besoffen. Er hat gesagt, dass er das verdient hat und dass das die gerechte Strafe ist. Und als ich ihn gefragt habe, für was das die gerechte Strafe ist, da hat er mich so angeguckt. Und Stopp, dann... Caro, stopp. Bitte hör einfach auf, ihm auf die Nerven zu gehen. Er steht unter Schock, verständlicherweise. Aber nichts aber. Lass ihn einfach in Ruhe. Es ist hart genug für ihn. Heiße Girls warten auf deinen Anruf. Geil, sexy und tabulos. Greif zum Telefon und wähle Scheiße. folgende Nummer. 0123 66... Na, ist er eingeschlafen? Ja, und ich auch fest im Stehen. Lieb von Ihnen, dass Sie noch mal spazieren waren. Und was machen wir jetzt? Ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall ins Bett. Und Sie bringen vielleicht Tommy mal ins Bett, oder? Nein, wegen morgen. Was machen wir, wenn die Erkältung schlimmer wird? Sie messen morgen früh Fieber und wenn er dann noch Temperatur hat, kann er eben auf gar keinen Fall in die Kita. Ja, was mache ich da mit ihm? Wadenwickel. Und wenn es nicht besser wird, muss er zum Arzt. Ja. Aber ich muss doch zur Arbeit. Ach. Können Sie nicht zufällig morgen? Nee, wirklich nicht. Ich muss auch zur Arbeit. Und vor allen Dingen muss ich jetzt dringend ins Bett, Nacht. Was machen Sie nur für Dummheiten? Sie sollen doch klingeln, wenn Sie Hilfe brauchen. Ja, beim nächsten Mal. Ich hoffe, es wird kein nächstes Mal geben. Wenn Sie Hilfe brauchen, einfach den Klingelknopf drücken. Klingelingelingeling. Können Sie mir bitte mal das Buch da geben? Bitte. Danke. Klingelingelingelingeling. Stift bräuchte ich auch noch. Bitte schön. Gute Nacht. Vielleicht habe ich nie wirklich begriffen, was ich Ihnen angetan habe. Ich habe gedacht, ich hätte Sie verletzt. Dabei habe ich mehr getan. Viel mehr. Ich habe Sie halb getötet. Und ich weiß jetzt, wie sich das anfühlt, halbtot zu sein.
Ottoman? Das tut mir leid, ich habe Herrn Wolf extra gesagt, er soll Tommy nicht in die Kita bringen, wenn er Fieber hat. Was? Er bringt Ihnen das kranke Kind und ist dann den ganzen Tag nicht erreichbar? Das glaube ich jetzt nicht. Nee, tut mir leid, das passt mir jetzt ganz, ganz schlecht. Warten Sie mal kurz. Entschuldigung, wissen Sie, wo Herr Wolf ist? Oh, ich habe gehört, heute stehen Rodungsarbeiten im Ostforst an. Da ist der Handyempfang sehr schlecht. Da müsste ich jemand schicken. Ja, wie lange würde das denn dauern? Je nachdem, wo er ist, 1, 2 Stunden. Das ist zu lang. Ja, ich komme Tommy schnell abholen. Hm? Bis gleich. Entschuldigung, das ist jetzt ein absoluter Notfall. Ich müsste schnell in die Stadt. Wenn es sein muss. Hausdame. Also mit den Spuren können wir jedenfalls nicht mehr viel anfangen, nachdem Sie und Kim hier überall rumgetrampelt sind. Ich musste doch hier lang rennen, weil ich gehofft habe, dass er noch lebt. Bei der Höhe? Unwahrscheinlich. Was rauscht denn hier so? Ich meine, was wäre denn... Wie wär's denn, also wenn er es noch geschafft hätte, sich bis hierhin zu schleppen, dann... Ich meine, es war Nacht. Vielleicht ist er hier auch noch runtergestürzt und... Also wenn es wirklich so gewesen sein sollte und er ist hier runtergestürzt, dann hat er das garantiert nicht überlebt. Dann hat ihn die Strömung da unten sowieso weggetragen. Aber ganz egal, Herr von Lahnstein, dass Sie nicht sofort die 110 verständigt haben, ist unterlassene Hilfeleistung. Das weiß ich selbst. Meinen Sie, ich mache mir keine Vorwürfe? Ich habe unter Schock gestanden. Was gibt's, Kollege? Wie bitte? Es ist mir total egal, ob Hellström das Go von Sebastian bekommen hat oder ob er an dieses Konzept glaubt. Er ist arbeitsunfähig und solange habe ich hier das Sagen. Also, gibt's Alternativvorschläge? Oh, sorry. Unbekannt, aber es ist vielleicht wichtig. Ja, Kim Wolf, hallo? Kommissar Hemke. Ansgar lebt? Er ist nach Kanada geflogen? Ja, natürlich. Sagen Sie mir sofort Bescheid. Kim, du hättest wenigstens fragen können, ob Sebastian jetzt entlassen wird. Das ist mir doch egal. Ich kümmere mich drum. Okay, dann gebe ich der Familie Bescheid, ja? Morgen. Hier, du siehst so aus, als könntest du den noch besser gebrauchen als ich. Ich konnte nicht schlafen. Tore? Er wird wahrscheinlich sein Leben im Rollstuhl verbringen. Scheiße. Ja. Ich wollte letzte Nacht zu ihm gehen, aber dann habe ich es einfach nicht geschafft. Wieso nicht? So blöd sich das anhört, aber wahrscheinlich, weil ich ihn liebe. Aber er wird denken, dass ich bloß aus Mitleid mit ihm zusammenbleibe. Dabei will ich ihm irgendwie zeigen, dass er mein Mann bleibt. Egal, was ist, ob er im Rollstuhl sitzt oder sonst irgendwas. Also wenn ich einem Mann begreiflich machen will, dass er mein Mann ist, dann habe ich die nötigen Tricks, um ihm das zu zeigen. Und du verstehst, was ich meine. Also ich glaube nicht, dass Sex die richtige Lösung ist. Ich habe auch nicht gesagt, dass es die Lösung für irgendwas ist. Aber es ist ein Weg, um zu zeigen, dass es überhaupt gar kein Problem gibt. Und das ist doch genau das, was du willst, oder nicht? Oh, rattenscharf. Ja, ich habe die ganze Nacht daran gearbeitet. Vielleicht ist es das heißeste Teil, was ich je entworfen habe. Ich kümmere mich darum, dass die Orangerie eingedeckt wird. Hier läuft gleich alles wieder nach Plan. Bis auf eine Kleinigkeit. Ja? Hier wird es gleich sehr betriebsam zugehen. Ich finde, da hat ein Kleinkind hier nichts verloren. Entschuldigung, das war jetzt ein absoluter Notfall. Der Kleine hat Fieber, Herr Wolf war nicht zu erreichen. Da musste ich ihn abholen und mitbringen. Wenn Sie bei allem Verständnis für Ihre Notlage, aber wenn das Kind virulent ist, muss das raus aus der Küche. Ja. Vielleicht bringen Sie den kleinen Jungen ins Gestütsbüro und bitten die Nanny darum, Ihnen ein Babyphone zu geben. Du kannst dann ein Auge auf ihn haben, bis der Vater sich wieder um ihn kümmert. Das ist eine sehr schöne Idee. Vielen Dank. Es freut mich, dass ich mich mit meinem spontanen Vorschlag in Ihr neues Konzept einbringen konnte.
Aber jetzt konzentrieren Sie sich bitte wieder auf die Vorbereitung. Ich fürchte, wir geraten sonst in Verzug. Ja? Gerne. Ich habe mir schon gedacht, dass er schläft. Die Schwestern sagen, dass er letzte Nacht ziemlich Krawall gemacht hat. Kann ich hier warten, bis er aufwacht? Sicher. Danke. Tore, alles in Ordnung. Geht alle weg! Tore, wach bitte auf. Geht weg! Geht weg! Ich kann nichts dafür, der war einfach da! Was ist los? Ich weiß nicht. Du hast geträumt. Ja? Ja. Ja, und? Warum guckst du mich denn so an? Du hast im Schlaf gesprochen. Sowas kommt vor. Das war irgendwie unheimlich. Ach, das hatte bestimmt nichts zu bedeuten. Was wolltest du nicht, Tore? Irgendwas ist mit dir. Bitte, sprich mit mir. Wer war plötzlich da? Ich wusste, dass du kein Mörder bist. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass Ansgar noch lebt. Und ich bin erleichtert, dass du wieder frei bist, Sebastian. Wird es denn trotzdem zu einem Prozess kommen? Und selbst wenn unsere Familie ein großes Talent hat, dann ist es aus jedem Knast der Welt so schnell wie möglich wieder rauszukommen. Ob ich angeklagt werde oder nicht, hängt zunächst einmal von Ansgars Aussage ab, sofern er eine macht. Er hat sich einen Flug nach Kanada gebucht, hat mit seiner Kreditkarte bezahlt, aber bis jetzt fehlt von ihm selbst jede Spur. Naja, vielleicht ist er einfach nur untergetaucht, um dich zu ärgern. Oder er wollte nicht, dass man gegen ihn ermittelt, wegen der Schlafmittel. Oder er wollte einfach nur nach Kanada, weil er eigentlich mit Eva dahin wollte. Ja, Eva Baumann. Seine ganz große Liebe. Ihr Verlust hat ihn so ziemlich aus der Bahn geworfen und ich hätte mich besser im Griff haben müssen. Wir wissen doch alle, wie Ansgar einen zur Weißglut treiben kann. Trotzdem, als Familienoberhaupt hätte ich mich nicht provozieren lassen dürfen. Komm, lass uns nach vorne blicken. Ich habe die Banker eingeladen. Sie wollten ohne dich den Vertrag nicht unterschreiben. Das wundert mich nicht. Es ist wirklich schön, dass du wieder da bist, Sebastian. Kannst du gleich mal einen Blick auf die Verträge werfen? Sicher. Ich werde dieses Geschäft mit Tanja zusammen abschließen. Fieber ist nicht mehr geworden, aber komm, wir messen noch mal schnell zur Sicherheit. Was macht Tommy denn hier? Kann ich Ihnen sagen. Die Kita hat mich angerufen, weil sie ihn heute Morgen trotz Fiebers dahin gebracht haben und dann den ganzen Tag nicht erreichbar waren. Der hatte gar kein Fieber. Wir haben zweimal gemessen. War alles in Ordnung, das schwöre ich. Ja, meinetwegen glaube ich Ihnen. Trotzdem müssen Sie für die Kita erreichbar sein. Was soll das denn? Also, Oh. Ja, oh. Ja, wir waren den ganzen Vormittag mit Motorsingen im Wald. Da habe ich das überhört. Ja, und ich hätte mich den ganzen Vormittag um ein wichtiges Bankett kümmern müssen. Stattdessen musste ich in die Kita fahren. Geben Sie mal her. Komm. Ja, das tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Ja, das hoffe ich. Ich bin jetzt nämlich nicht mehr Ihre Haushälterin. Ich arbeite hier und ich habe jede Menge um die Ohren. Darf ich vorschlagen, dass wir den Begrüßungschampagner hier servieren, bevor wir die Schweizer Gäste in die Orangerie bitten? Ja, wenn Sie mit dem Eindecken in der Orangerie im Verzug sind, na ja, natürlich. Da bleibt uns ja nichts anderes weiter übrig, oder? Elisabeth. Ja. Du weißt schon, dass das Essen wichtig ist, oder? Ja, das weiß ich. Also ich muss mich nicht von jemandem belehren lassen, der ein doppeltes Spiel treibt. Entschuldigung, jetzt reicht's mir langsam.
Ich kämpfe hier gerade an allen Fronten für das Überleben der Firma. Und du hast nichts Besseres zu tun, als mich ständig zu torpedieren und mir unlautere Motive zu unterstellen? Ist es eine Unterstellung? Krieg in den Kopf, dass ich mit Sebastian eine Familie habe. Dass mir das wichtig ist. Und dass ich zusammen mit ihm daran arbeiten will, dass das sogenannte Lebenswerk deines verstorbenen Mannes nicht den Bach untergeht. Ich kann dich nicht zwingen, mir zu glauben. Aber ich kann dich bitten, mir einmal zu vertrauen. Schon gestern, als du dich in den Rollstuhl gesetzt hast, da warst du so seltsam. Was vielleicht daran liegt, dass es ein bisschen seltsam ist, wenn man erfährt, dass man vielleicht sein Leben lang in diesem Ding sitzen muss? Das meine ich nicht. Du hast gesagt, dass das die gerechte Strafe ist und dass du das verdient hast. Ja, und manchmal redet man eben ein bisschen komisches Zeug daher. Damit solltest du dich doch eigentlich am besten auskennen. Tore, ich kenne dich gut genug, um zu erkennen, wenn Wenn was? du irgendwie nicht du selbst bist. Würdest du mich bitte mit dieser Küchenpsychologie verschonen? Wäre das möglich? Ich will doch nur... Ich liebe dich. Und ich will, dass du weißt, dass du mir alles sagen kannst. Egal, was es ist. Hm? Was wolltest du nicht? Wer war plötzlich da? Warum sprichst du denn nicht mit mir darüber? Weil ich nicht will. Wann kapierst du das endlich? Vielleicht ist das Ganze auch totaler Blödsinn. Was? Wir, diese sogenannte Liebe. Vielleicht kann ich diese Liebe gerade nicht gebrauchen. Vielleicht will ich diese Liebe gerade nicht. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass du jetzt gehst. Ja, los, verschwinde. Raus aus diesem Raum, raus aus meinem Leben. Los, verpiss dich raus. Das meinst du jetzt nicht so, stimmt's? Du meinst das nicht so. Doch, das meine ich genauso. Na? Ich find's schön, dass du wieder da bist. Das finde ich auch. Ansgar wollte sich doch an mir rächen. Und jetzt hätte er dafür sorgen können, dass man mich für seinen Tod verantwortlich macht. Er hätte nur die Füße stillhalten Was hätte müssen. er machen sollen? Jeder hinterlässt Spuren. Tanja, bitte. So jemand wie Ansgar hat vorgesorgt, wenn er abtauchen will. Und dann diese Abrechnung, da stimmt was nicht. Wieso? Kommissar Helmke hat mir eine Kopie seiner Kreditkartenabrechnung gezeigt. Er war wohl noch in einem Duty-Free-Shop und hat eingekauft. Whisky, Zigarren. Klingt doch nach Ansgar. Wenn ich mich absetzen will, dann gehe ich vorher nicht noch shoppen. Und dann hat er wohl noch in irgendeinem Flughafenrestaurant einen Tomatensaft bestellt. Ja, und? Er hasst dieses Zeug. Ach, Sebastian, vielleicht hat er irgendeiner heißen Stewardess einen ausgegeben. Ehrlich gesagt, mir ist es egal. Hauptsache, du bist entlastet. Ja, vielleicht hast du recht. Das habe ich immer. Vor allem habe ich dich vermisst. Ich finde es schön, dass du wieder da bist und ich akzeptiere deine Entschuldigung. Vielen Dank. Das ist großartig, Frau Linse, wie Sie das wieder hingekriegt haben. Vielen Dank. Jahrelange Erfahrung, genau wie Justus. Ich
Ich weiß, das macht nicht wieder gut, was ich Ihnen heute zugemutet habe. Aber vielleicht akzeptieren Sie es trotzdem als Entschuldigung. Ich mach dann mal ein neues Besteck für nebenan. Danke. Ja, ich habe Sie in Schwierigkeiten gebracht und das tut mir leid. Sie sind einfach zu so einem wichtigen Bestandteil unseres Lebens geworden. Da habe ich nicht ganz kapiert, dass es jetzt vorbei ist. Also das mit der Arbeit. Ich hoffe nur, dass ich Sie nicht zu sehr aus unserem Leben vergrault habe. Nein, ich kann mir ein Leben ohne Sie doch auch nicht mehr vorstellen. Also ich meine, ohne den kleinen Tommy und ohne die ganze Familie und ohne Sie ja auch irgendwie. Ja, dann ist es ja gut. Ja, Tommy, dann wollen wir Frau Schumann mal nicht länger von der Arbeit abhalten. Wir sind jetzt autark und ich werde Tommy jetzt zum Arzt bringen. Das ist gut. Where is the love? Where is this love? Where is the love that everyone is talking about? Where is the love? Where is the love that everyone is dreaming of? Come to bed, come to bed, come to bed. I cannot sleep. Giselle, das ist kein guter Zeitpunkt. Ich will nicht reden. Ich will auch nicht reden. Ich will einfach nur bei dir sein. Was ist passiert? Was ist bloß passiert? Where is the love? Where is this love? Where is the love that everyone is talking about? Where is the love? Where is this love that everyone is dreaming of? Don't really see no land inside. We're all adrift in this dark night. We float on seas of disbelief while singing songs of pain release. Shake my body, release my soul, harness my senses, lose control. Forbidden love goes straight to your heart, and I can't stand the pain when I call out your name. Forbidden love goes straight to your heart and your soul, losing control. Forbidden love goes straight to your heart.